Hallo meine Lieben, Tag 19 meiner Weihnachtskarten-Challenge und heute arbeiten wir mit diesem Set hier. Ich habe dazu tatsächlich auch die Framelits und die brauchen wir auch. Also ihr müsst ein Stempelset haben, wo ihr auch die Framelits dazu habt. Und wie wir die Karte damit machen, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Karte, wo ich einen Weihnachtsbaum ausgestanzt habe und gestempelt habe und dann eine Auflagekarte, wo das Element ausgestanzt ist, oben drauf gelegt habe. Um diese Karte zu machen, brauchen wir Folgendes. Einerseits die Basiskarte, diesmal nicht in weiß, sondern die habe ich so in braun, aber auch Standardgröße, die 21 cm mal die 14,8 cm. Gefalls bei 10,5 cm. Das ist eine, was wir brauchen. Dann brauchen wir eine Auflegekarte. Die hat dieselbe Größe wie die Karte. Die ist 14,8 cm mal 10,5 cm. Dann brauchen wir noch so ein Stück Papier, was 12 cm mal die 10,5 cm ist. Das heißt, es ist gleich breit wie die Karte, aber kürzer. Und das ist daher, weil wir noch direkt dann auf die Karte einen Spruch auftragen wollen. Das Papier selber, ich finde es immer so klasse für die Weihnachtszeit, das hat so eine Webestruktur und hat so einen leichten Glanz. Das habe ich aus diesem Set hier, das ist Scrapbook Paper Struktura Pearl 2. Habe ich auch schon viel damit gearbeitet, finde ich super. Und dann natürlich unser Stempelset und daraus werde ich verwenden den Tannenbaum. Ich habe hier auch die entsprechenden Framelits dazu und dann oben diesen Spruch von wegen Thinking of You at Christmas. Das ist das, was wir brauchen, und als allererstes werden wir hier den Tannenbaum aus diesem Papier ausstanzen. Dazu ganz normal die Schneideplatte, Element drauflegen und durchkurbeln. Das Stück, welches sie ausgeschnitten hat, legt das einfach beiseite. Vielleicht könnt ihr das für ein anderes Projekt, dieses Element verwenden. Ich brauche es heute nicht und das ist effektiv auch schon alles, was wir an Stanzen machen mussten, weil jetzt geht es gleich weiter mit Stempeln. Ich werde mir die Stempel so platzieren, dass ich hier unten Platz habe für diesen Spruch, schön unten in der Ecke. Ich möchte aber, dass das Struktura Pearl oben nicht ganz anschließt, sondern oder ganz abschließt, sondern hier ein kleiner Streifen von diesem Braun von unten durchkommt. Das wird so in dem Stil sein und dann platziere ich den Weihnachtsbaum einfach in die Mitte von dieser ausgestanzten Form. Und eben stempeln, das ist auch StazOn, die Cotton White Farbe. Und darauf achten, dass ihr nicht zu fest drückt, damit euch die Farbe nicht in den Stempel reinläuft. Besser 2-3 Mal zu stempeln, als dass ihr dann einen unschönen Abdruck habt. So, jetzt ist genau das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Als ich beim ersten Mal gestempelt habe, hatte ich die Karte nicht ganz in die Ecke geschoben. Dann beim nochmal Stempeln hat sich die so ein bisschen verschoben und ich müsste zurückschieben und dadurch habe ich jetzt hier einen Ghost quasi drauf. Das heißt, es hat nicht genau auf der Linie gestempelt, wo schon gestempelt war. Einfache Lösung, weil wir kleben ja das sowieso auf die Karte, dann wir drehen es einfach um.
Bei dieser Stempelfarbe extrem wichtig, dass ihr den Stempel möglichst rasch auch putzt. Ich mache das auch mit den Baby Wipes, weil diese Pigmentfarbe bleibt extrem dann auf dem Stempel kleben und das kriegt ihr nachher fast nicht mehr weg. Von dem her besser gleich putzen. Wenn euch das lieber ist, ihr könnt den natürlich auch einfach unter lauwarmes Wasser schwenken und da die Stempelfarbe putzen. Oder die Stempelfarbe wegputzen. Ihr wollt ja nicht die Stempelfarbe selber putzen, ne? Dann können wir effektiv auch schon hingehen und die Karte zusammenkleben. Und wenn die Karte dann drauf ist, dann könnt ihr noch diesen Rahmen, und den Effekt, den ich erzielen will, ist so ein bisschen 3D und deshalb werden wir die hier mit den Dimensionals draufkleben. Und jetzt muss die halt einfach passgenau drauf, damit der Tannenbaum dann effektiv durch diese Öffnung durchguckt. Wunderbar. Genau so sollte die Karte aussehen. Das heißt, ich habe unten die Pigmentstempelfarbe, die weiße, die durchguckt, und oben diesen Glanz drauf und unten noch den Spruch. Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!